Ein Monastär, 1 Kilometer. Also nach dem gestrigen Gelage hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt schon wieder ein Stück Wein trinken kann. Ясас. Es wird für mich unvergesslich bleiben, diese Tage mit den beiden erlebt zu haben. Schon gut, jetzt hierher gefahren zu sein. Wir wurden gerade eingeladen von Griechen, die jetzt hier am Stand gerade feiern am Sonntag. Ich denke mal, er wird uns seine Arbeit zeigen, aber er wird uns auch das Kloster zeigen. Also eigentlich wissen wir gar nicht, was uns da erwartet und wir freuen uns schon drauf. Die holen uns jetzt dann hier morgen ab am Strand. Los geht's mit der wilden Fahrt. Leonie wollte uns gerade abholen. Eigentlich wollten wir den LKW hier stehen lassen. Da haben wir dann aber doch nicht so ein gutes Gefühl hier, weil es wirklich ziemlich abgelegen ist. Und jetzt fahren wir ihm hinterher. Ich denke mal bis in die Stadt, wo wir ihn stehen lassen können und dann geht's weiter. Zwei Monastär. Ein Monastär, 1 Kilometer. Zwei Monastär, 1 Kilometer. Amen. Ja? Ich muss mir gerade noch was überziehen, weil ich nicht passend gekleidet bin für einen Klosterbesuch. Auf jeden Fall ist das Kloster Leonis. Und ich habe gerade noch mal herausgefunden, weil die Verständigung mit George nicht ganz einfach ist, weil er kein Englisch spricht. Also er hat hier nicht das Dach gebaut, sondern ein Kloster weiter, aber das zeigt er uns heute. Polizei. Polizei? Das ist unsere ganz private Tour heute. Jetzt fahren wir noch 10 Kilometer zum nächsten Kloster. Und obwohl wir uns nicht verständigen können, macht das irgendwie riesig Spaß, mit den beiden unterwegs zu sein. Es funktioniert halt alles mit Händen und Füßen. Das ist einfach genial. Втора память с Нолибу, ανεβαίνουμε στα 2.000 κιλόμετρα πάνω, στα Πριόνια. Σας χαιρετούμε όλοι από την Ελλάδα. Γεια σας. Ночью. Тогда родители...
Also George hat uns gerade gesagt, dass das, was der Mann eben gemacht hat, was ihr gerade gesehen habt, dass das seine Arbeit ist, halt nicht hier, woanders, aber das ist seine Arbeit. Er macht halt die Dächer von diesen Klöstern. Zum Beispiel. Und halt auch den Boden, ne? Also diese Schieferplatten. Genau. Ja, okay. Okay. This is, here in Ibrijola, is pork steak. And it's good? Very good. If you like pork, it's very good. Мясо сапотинилава. Sehr leicht. Leichter Wein. Lecker. Also nach dem gestrigen Gelage hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt schon wieder ein Stück Wein trinken kann. Aber schmeckt gut. Also eigentlich wollten wir die beiden jetzt einladen, dafür, dass sie uns jetzt hier dann auch rumfahren und alles zeigen und dann auch vergestern. Aber da lassen sie sich gar nicht drauf ein. Ne? Sie haben gesagt, nee, wir sind deren Gäste und ja, können wir da auch nichts machen. Das ist total nett, also wirklich super nett. Das ist der Weg zum Olymp, der ist komplett gepflastert und der soll 4 Stunden hochgehen alleine. Oder sogar 5, ne? 5. Ja, und alles gepflastert, das ist echt der Wahnsinn, ja. Das hat uns George gerade erzählt, ne? Ja. Ja. Ich bin eigentlich nur noch sowas von im Eimer gerade. Ich könnte mich hinlegen ins Bett und schlafen irgendwie so. Das ist total nett, dass uns die beiden hier überall hinfahren und uns das zeigen und eingeladen haben zum Essen. Jetzt nochmal zum Kaffee. Natürlich gibt es Freddo Cappuccino. Vino? Sehr lecker. Vino? No Vino. Nein. No Vino. Ich wurde gerade gefragt, ob ich wieder Wein haben möchte und ich möchte keinen Wein mehr trinken. Ja, das reicht für heute. Ja. Plastik. Hey. Tag Nummer 2 mit unserem persönlichen Reiseguide. Olympus. YouTube Olymp. In 2 weeks. 2 weeks. 2 weeks. Okay. Ja, okay. Leber, siga Leber. Erstmal Kaffee. Verständigung. Genau, über die sozialen Medien, die es heute gibt. Und es gab noch einen Messenger, den ich noch nicht hatte, der nennt sich Viber. Habe ich gestern mal installiert, weil George nur den hat. Παρασκευή και Τετάρτη και τρώει. Ναι. Wir sind jetzt im kleinen Supermarkt angekommen von Leon und hier arbeitet die ganze Familie mit seiner Tochter und Ehemann und also hier ist wirklich ein richtiger Familienbetrieb und wir werden gerade so ein bisschen herumgeführt und das ist sehr, sehr nett, wir werden sehr nett aufgenommen, die sprechen auch Englisch, sogar ein bisschen Deutsch, ganz liebe Familie.
Yes. Now I understand. Because Armenia, Ukraine, Georgia, Romania, Georgia, Ah, we know. Dieser Supermarkt, der heißt Mixmarkt und das ist eigentlich ein Franchise, das ist aus Deutschland. Also in Deutschland wurde das gegründet, ist aber wiederum auch russisch. Also hauptsächlich sind es russische Produkte, die hier auch angeboten werden. Also ich habe zum Beispiel schon Bonbons gesehen, die aus Belarus sind, also aus Weißrussland, da war ich auch schon mal beruflich. Und das Fleisch ist natürlich lokal, das Gemüse ist lokal, aber es ist halt ein Franchise aus Deutschland. Das ist echt schön. Schöner Ausflug, sieht alles super frisch aus. Also Preise habe ich jetzt gar nicht so geguckt, aber ich glaube, die sind auch richtig gut. Von daher, wenn ihr mal in Griechenland seid, geht doch mal in einen Mixmarkt. Wir sind jetzt hier in Katerini und die würden sich bestimmt auch freuen, wenn ihr mal vorbeikommt. Also auch, ich sehe schon hier so Würste, Brühwürste, ne, so Wiener Würste sind nicht, aber Würste gibt es hier auch. Die sehen richtig lecker aus. Leon und George haben uns wieder zum Essen eingeladen und zuvor den Strandabschnitt hier gezeigt. Also der ist richtig weit oben. Also Ja. ein ganz langer Strand. Er sagt irgendwie 22 Kilometer oder so. Richtig, Genau. richtig riesiger Strand. Ja, wir sitzen jetzt hier lecker beim Essen. Es gibt Fischrestaurant. genau, also Kalamari, was haben wir hier? Anchovy zum Beispiel, dann noch gebackene Zucchini. Alles mit ordentlich Tzatziki. Genau. Sehr lecker. Tolles Restaurant haben sie wieder ausgesucht. Ja. Ja, Mann. Ja, Ja, Mann. Wieder was für ein Tag. Es war wieder so toll mit den beiden. Was für eine Gastfreundschaft, die wir erfahren durften. Wir wurden wieder den ganzen Tag eingeladen, vom Kaffee bis jetzt zum Abendessen. Ja, irgendwie kann er nicht von uns lassen. Das ist so süß. Das macht so einen Spaß. Wie gesagt, wir Sind können so uns... super tolle Leute. Ja. Wirklich, also, oh Unglaublich. Mann, was für eine Gastfreundschaft. Ja, also wir können uns nur mit Händen und Füßen irgendwie unterhalten, weil die wirklich kein Wort Englisch verstehen und das Und klappt, wir ja auch nicht so griechisch. Aber irgendwie so ein bisschen geht es dann doch und ja, macht richtig Spaß. Ja, fühlt sich an wie neue Freunde. genau. Okay, wir sind jetzt in Thessaloniki. Ich wollte mal kurz in der LKW-Werkstatt einmal testen oder prüfen lassen. Ich hatte Spiel festgestellt an den Kardanwellen, also an den Kreuzgelenken. So ganz leichtes Spiel, als ich das letzte Mal abgeschmiert habe. Und da war ich mir jetzt nicht sicher, ist das jetzt besonders schlimm oder können wir damit noch weiterfahren? Und er hat gesagt, alles kein Problem. Also das ist nichts. Ja, jetzt würde ich sagen, geht's weiter. Ich habe irgendwie Hunger. Irgendwas essen oder so wäre ganz gut. Ich vermute mal, es wird wieder auf Pita hinauslaufen. Es geht halt einfach irgendwie schnell und ist lecker. Und dann werden wir uns eine Bleibe suchen, um das nächste Video zu schneiden.
Ist das nicht wieder ein schöner Ort hier? Wir sind jetzt seit ein paar Tagen hier und können den Strand schon genießen. Und heute ist Montag. Die Griechen scheinen nur am Wochenende irgendwie zum Strand zu gehen. Und wir haben den ganzen Strand für uns alleine. Es ist einfach so, so schön hier. Ja, wir haben heute wieder 37 Grad, aber mit der Abkühlung des Meeres und mit dem Wind ist es ganz gut auszuhalten. Die letzten Nächte haben wir den Ventilator immer laufen lassen, also wir konnten auch sehr gut schlafen. Ja, und so allmählich geht unsere Zeit hier in Griechenland auch zu Ende. Und für mich war es mit Leon und mit George einfach so eine tolle Zeit. Es wird für mich unvergesslich bleiben, diese Tage mit den beiden erlebt zu haben. Ich bin da so dankbar für, dass das jetzt noch zum Ende, dass wir das noch erleben durften. Und ich glaube, wir werden das niemals vergessen. Es war einfach diese Gastfreundschaft. Ich kann es heute noch nicht glauben, dass wir das erleben durften. Nimmst du gerade auf? Ja. Ich bin mir irgendwie nicht sicher, ob die jetzt zu den Schafen gehören oder nicht. Aber die tauchen immer mit den Schafen zusammen auf. Ja, irgendwie sind ja jetzt die letzten Tage in Griechenland angebrochen. Und da kommen halt natürlich auch so Gedanken hoch, wie war das jetzt eigentlich so in Griechenland. Und ich muss halt einfach irgendwie sagen, dass wir echt eine heftige Zeit hinter uns haben. Und Griechenland hat uns da sehr geholfen, das zu überstehen. Also allein jetzt auch durch die Hilfe, die wir hier in Griechenland bekommen haben, durch die Griechen auch. Und natürlich auch die Freiheiten, die man hier in diesem Land hat als Gast. Das ist echt schon richtig was Besonderes, denke ich. So, also wir haben ja auch schon andere Länder bereist, auch mit unserem Camper damals davor. Und Westeuropa ist da anders. Auf jeden Fall habt ihr ja vielleicht schon so mitbekommen, dass wir in letzter Zeit an den Orten auch schon länger stehen. Und irgendwie, ja, es ist wahrscheinlich so eine Phase, wo wir das auch brauchen. Aber irgendwann gibt es dann halt auch so einen Moment, wo es dann weitergehen muss, wo wir uns dann auch wieder darauf freuen, dass wir uns in den LKW setzen können und weiterfahren. Es ist jetzt wieder Aufbruchstimmung da und es ist irgendwie auch schön zu sehen, dass wir jetzt so langsam wieder anfangen, Pläne zu machen. Und das ist gut. Wir haben ja in den letzten Videos schon angekündigt, dass es für uns in die Türkei jetzt geht. Und nach 7 Monaten jetzt schon fast in Griechenland ist das absolut, ja, nicht zu fassen gerade irgendwie so, dass wir hier so ein neues Land jetzt bereisen werden. Wir haben uns total an Griechenland gewöhnt. Und Türkei ist ja, also ich weiß nicht, was uns da erwartet, ne? So richtig. Und wie es uns da gehen wird, wie wir damit umgehen werden, das wird alles neu werden. Die neuen Eindrücke werden da auf uns einprasseln. Wir werden wieder einige Dinge zu erledigen haben, bevor wieder alles so, ich sag mal, im Flow ist wie hier in Griechenland. Ne? Sind wir schon bereit für die Türkei? Keine Ahnung. Irgendwie muss es aber jetzt auch weitergehen. Wir haben halt gemerkt, dass es jetzt auch Zeit ist, Griechenland zu verlassen und was Neues zu sehen endlich. Und vielleicht dann auch mit der Türkei das Reisen dann zu starten. Also
so richtig ins Reisen zu kommen. Jetzt sind das nur noch 5 Fahrstunden bis in die Türkei. Und ehrlich gesagt habe ich so ein Kribbeln irgendwie in mir. Und momentan ist es halt noch nicht positiv. Also ich kann noch nicht von mir behaupten, dass ich mich jetzt riesig auf die Türkei freue. Das Kribbeln ist halt eher so, vielleicht sogar mit ein bisschen Angst oder Respekt verbunden, weil dort wird halt einfach alles anders sein. Hier haben wir uns jetzt so eingerichtet, wir wissen, wie alles funktioniert in Griechenland und da wird alles anders sein und da habe ich wirklich schon irgendwie Respekt jetzt vor. Von daher, meine Freude hält sich gerade noch in Grenzen, obwohl ich ja von so vielen schon gehört habe, die Türkei ist wunderschön und ihr werdet eine tolle Zeit haben. Das glaube ich auch. Aber so ist halt einfach gerade, so fühlt sich das gerade für mich an. Und was sagst du zu unserem Begleiter? Wir haben ihn Ichi getauft, weil er kratzt sich die ganze Zeit. Ich glaube, er hat irgendwie ein Problem mit seinem Fell. Aber er ist so süß. Er ist schon seit Tagen unter unserem LKW und hält sich tagsüber dann nur im Schatten auf. Und ja, wir haben ihm schon ein Fresschen gegeben und natürlich kriegt er jeden Tag Wasser. Das sind jetzt die letzten Szenen aus Griechenland. Das nächste Mal werden wir uns in der Türkei wiedersehen. An dieser Stelle möchten wir einmal Dankeschön sagen an alle, die uns Kommentare zu unserem Amazon-Shop geschrieben haben. Vielen lieben Dank dafür. Wir haben gesehen, es ist sehr positiv bei euch angekommen. Der Amazon-Shop unterstützt unsere Arbeit. Wenn ihr über Amazon bestellt, wird es für euch nicht teurer und wir kriegen eine kleine Provision dafür. Also falls ihr das noch nicht gefunden habt, schaut einfach mal in der Videobeschreibung. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt uns wie immer einen Daumen nach oben. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns beim nächsten Mal.